willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Sailor Moon. Miau. Ja, wir machen uns heute auf den Weg in das Sailor Moon Restaurant, was im August in Tokio geöffnet hat, und ich bin wirklich sehr gespannt, wie es sein wird. Wir mussten vorher eine Reservierung machen. Und diese war recht teuer, denn wir haben uns für die Dinnershow entschieden mit A-Seats, das heißt guten Plätzen, hoffe ich zumindest. Dafür kosten die Tickets 8.500 Yen, da ist ein Essen enthalten und ein Getränk und natürlich die Show. Und ja, da werden wir jetzt hingehen. Ich möchte euch ein bisschen zeigen, wie das Restaurant so ist, was es dort zu essen gibt. Bei der Show darf man, soweit ich weiß, nicht filmen, deshalb kann ich es leider nicht zeigen, aber ich versuche ein wenig darüber zu berichten, wie das Sailor Moon Restaurant denn sein wird, denn dieses soll anscheinend permanent da bleiben. Das heißt, ihr werdet auch in Zukunft die Chance haben, dieses Restaurant zu besuchen. Und ja, ich hoffe, ich kann euch mit diesem Video einen kleinen Eindruck davon bringen. Also, auf geht es nach Tokio und nicht wundern, ich gehe jetzt vorher noch zum Friseur, bevor wir ins Restaurant gehen. Ich werde danach wahrscheinlich ein klein wenig anders aussehen, aber das werdet ihr in einem anderen Video sehen. Hier dreht sich jetzt alles um Sailor Moon und mit der Macht des Mondes mache ich mich jetzt davon. Yay! Das Sailor Moon Show Restaurant befindet sich beim Bahnhof Asabu-Juban. Das ist übrigens genau das Viertel, in dem auch die Serie Sailor Moon spielt. Wenn man den Bahnhof beim Ausgang Nummer 5 verlässt, kommt man direkt beim Restaurant raus und muss nicht lange suchen. Dort haben wir uns in die Schlange angestellt und haben auch schon unsere Platznummern bekommen. Und ja, unser Essplatz war ein guter Platz. Aber das werdet ihr nahe sehen. Jetzt erstmal auf ins Restaurant. Dafür muss man die Treppen hinunter und wird gleich erstmal in eine leuchtende Welt entführt. Natürlich befindet sich dort auch der große Mond, der schon als Werbung bekannt ist. Dort kann man tolle Fotos machen. Das Restaurant selbst ist sehr hübsch gestaltet. Es gibt viele Spiegelwände und innen ist es recht pink gehalten. Zudem gibt es einen kleinen Bereich mit den Kostümen, die wirklich sehr beeindruckend sind, vor allen Dingen das ganze Glitzer. Und natürlich die große Bühne. Und ja, wir hatten Glück mit unseren Plätzen. Wir hatten direkt einen Tisch in der ersten Reihe. Kommen wir nun zum Essen. Da wir zu dritt waren, konnten wir uns einmal durchprobieren. Wir haben also 3 verschiedene Getränke bestellt, sowie die 3 verschiedenen Hauptspeisen, die man wählen konnte. Wir hatten die Wahl zwischen Curry, Sushi oder pinken Somen-Nudeln. Seine Entscheidung muss man übrigens schon bei der Reservierung treffen und angeben. Es war übrigens alles sehr lecker, nur etwas klein. Das heißt, es war noch genug Platz im Magen, um noch ein Dessert zu bestellen. Diese waren natürlich auch sehr hübsch, mussten aber extra bezahlt werden. Und apropos extra, die Teller durfte man übrigens als Souvenir mit nach Hause nehmen. Sie scheinen im Restaurant das Menü übrigens alle 3 Monate zu ändern, denn auf der Website sind inzwischen ein paar neue Speisen aufgetaucht, die ihr vom November bis Januar probieren könnt. Jetzt geht es aber erstmal ans Schlemmen.
Nach dem Essen haben wir uns in der Goods Area umgeschaut, die sich in der oberen Etage befindet. Im Restaurant verkaufen sie viele limitierte Sachen, aber auch einige Sachen vom Sailor Moon Store. Es lohnt sich auf jeden Fall einmal einen Blick hineinzuwerfen. Und dann war es endlich Zeit für die Show. Wie bereits erwähnt, durfte man während der Show weder filmen noch fotografieren. Aber so konnte man die beeindruckende Bühnenshow wenigstens richtig genießen. Und zum Schluss, zumindest bei der Zugabe, durften wir alle unsere Handys rausnehmen und fleißig aufnehmen. Also, it's Showtime!だって純情
Ja, ihr Lieben, das war unser Besuch im Sailor Moon Restaurant. Uns hat es wirklich sehr gefallen. Vor allen Dingen die Show war wirklich großartig gemacht und ja, ich bin von der Show wirklich am meisten begeistert. Die war wirklich sehr, sehr toll und wirklich sehr einzigartig, was sie da auf die Bühne gebracht haben. Das Essen war auch ganz okay, es war nicht allzu viel. Ich bin von meiner Hauptspeise und dem Dessert jetzt nicht allzu satt geworden. Wir waren jetzt danach nochmal einen kleinen Happen essen, jetzt zum Abendessen. Aber man kann als Andenken die Teller mitnehmen, was ich natürlich sehr, sehr toll finde, vor allen Dingen wegen dem Preis. Ich denke auch, dass der Preis ein Grund war, warum es im Restaurant nicht allzu voll war. Ich hatte eigentlich erwartet, dass es halbwegs ausgebucht ist, aber es waren sehr, sehr viele leere Plätze. Es war, glaube ich, noch nicht mal halb voll bei uns. Neben dem Preis hat es wahrscheinlich aber auch ein bisschen was mit der Uhrzeit zu tun, denn wir waren um 16 Uhr da und ich vermute mal, dass viele da noch arbeiten waren oder was anderes gemacht haben. Als wir nämlich gegangen sind, standen draußen schon ein paar mehr an für die nächste Show, dann etwas später. Wie bereits erwähnt, es gibt 3 Shows am Abend. Ich kann es nur empfehlen, wenn ihr Sailor Moon Fan seid, solltet ihr euch das nicht entgehen lassen. Wenn ihr nicht allzu viel bezahlen möchtet, man kann auch dort Mittag essen, allerdings ist da keine Show mit dabei und die sollte man wirklich erlebt haben, sagt, ich bin immer noch begeistert davon. So viel jetzt dazu. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mir doch ein paar Däumchen hoch da und schreibt mir gerne ein paar Kommentare. Würdet ihr das Restaurant selbst gerne mal besuchen? Das würde mich natürlich sehr interessieren. Und ansonsten, wenn ihr meinem Kanal noch nicht folgt, dann lasst mir auch ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis bald! Meine Luna ist jetzt auch gekommen. Bye bye! Bye bye!